Eines steht nach der Bundestagswahl fest. Den Altparteien geht's jetzt so richtig an den Kragen und der Arsch liegt auf Grundeis. Wieso und weshalb und was Corona damit zu tun hat, erfährst du in diesem Video. Um das Ganze aber besser zu verstehen, zeige ich dir hier ein kurzes Video, eine Rede von der Frau Reicheneck von den Linken im Bundestag, wie sie über die CDU lästert und was das alles mit der AfD und Corona zu tun hat. Also bleibt dran. Politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei, diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert. Das ist es, was sie tun. Und ich sage Ihnen, Sie haben die Mehrheit mit der AfD nicht in Kauf genommen. Das sind keine Zufallsmehrheiten. Sie haben diese Mehrheiten gesucht. Gemeinsam mit der FDP haben Sie diese Mehrheiten gezielt gesucht. Und das ist das verdammte Problem. Und Sie verstehen es bis jetzt noch nicht. Aber ich sage auch den Menschen da draußen, gebt nicht auf, sondern wehrt euch. Leistet Widerstand gegen den Faschismus in dem Land. Auf die Barrikaden! Und jetzt einmal die Reaktion bei Markus Lanz von gewissen Politikern. Schau dir das unbedingt an und hör genau hin. Darauf werden wir jetzt eingehen. Vielleicht erst Herr Kubicki, wie fanden Sie das? Ich fand das eine sehr authentische, emotionale Rede. Ich habe Sie ja anschließend noch gefragt, ob ihr klar ist, dass auf die Barrikaden eigentlich immer gegen die Regierung geht und nicht gegen die Opposition. Und hat sie mir dann geantwortet, das ist völlig egal, es geht gegen den Faschismus, auf die Barrikaden. Und dann war mir klar, das Ding geht viral. Also das heißt, gegen den Faschismus natürlich in dem Fall sinnbildlich gegen die AfD. Alles ist besser, Hauptsache nicht die AfD. Es war ein Jahr lang mein Credo, ich kämpfe nicht gegen andere demokratische Parteien. Das habe ich auch bei Ihnen hier gesagt. Ausdrücklich auch nicht gegen das BSW. Ich kämpfe gegen die Normalisierung des Faschismus. Weil der macht mir viel größere Sorgen wie alles andere, was wir so haben. Und die Art und Weise, wie sich jetzt auch die AfD als Fraktion gebildet hat, macht deutlich, dass der gesamte rechtsradikale Spektrumsbereich aufgesogen und verinnerlicht wird. Und die AfD versucht, alle anderen demokratischen Parteien vor sich herzutreiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass er gesagt hat natürlich. Du hörst und du spürst auch richtig die Angst, die Sorgen dieser Politiker. Und nicht nur von dem Herrn Ramelow oder Herrn Kubicki, sondern innerhalb des gesamten Bundestages sozusagen. Die Furcht vor der AfD, sie wächst. Und was Corona damit zu tun hat, erfährst du jetzt. Hör genau hin, das ist wirklich unglaublich. Plötzlich war alles prinzipiell doof, weil es von den Grünen kam. Und Dinge waren prinzipiell doof, weil sie von der FDP kamen. Prinzipiell. Also sozusagen nicht mehr Austausch von Argumenten, hart streiten um Argumente, sondern prinzipiell doof, weil es von jemandem kommt, den man kulturell einfach ablehnt. Also, und das ist neu, das ist ein neuer Sound. Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen wahrscheinlich und unterschiedliche Gefühle. Ich habe ja während der Corona-Krise mir schon massive Gedanken gemacht, mit welcher Brutalität gegen diejenigen, die sich nie impfen lassen wollten, vorgegangen worden ist. Paria der Gesellschaft gehören nicht mehr dazu, müssen ausgegrenzt werden, Berufsverbot hin und her. Das ist der Grund, warum ich mich gegen die allgemeine Impfpflicht gewandt habe. Als klar war, dass da kein Fremdschutz mehr entstehen kann, sondern nur Eigenschutz entstehen, dann gibt es keine rechtliche Begründung dafür, dass Menschen Fremdkörper in sich aufnehmen müssen. So, egal. Aber in der Phase ist was passiert in Deutschland. Wir haben 22 Millionen Menschen komplett ausgegrenzt, die bis heute damit noch nicht ganz fertig sind. Ich habe damals was zur Meinungsfreiheit geschrieben und dabei bleibe ich. Wenn mehr als 50% der Menschen in Deutschland das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr frei sagen, egal ob stimmt oder nicht, haben wir ein Demokratieproblem. Und das, was viele Menschen, und da gibt es eine größere Sensibilität, glaube ich, in Deutschlands Osten als in Deutschlands Westen, empfunden haben, war eine Übergriffigkeit des Staates in ihr privates und persönliches Leben. Und wenn wir das nicht zurückschrauben, dann hat die AfD den Nährboden, sich von dieser Demokratie insgesamt abzuwenden. Und wenn jetzt Union und SPD nicht zusammenkommen, dann dokumentiert die politische Mitte damit, dass sie nicht handlungsfähig ist. Und das wird das größte Problem dann überhaupt. Dann hat die AfD, das ist ja das, was ich gerade beschreibe. Die AfD 28%. Das ist das, was ich gerade beschreibe. Also ich bin mir sehr sicher, du kannst dich erinnern an diese verrückten Zeiten. Es war heftig. Wenn du ohne Maske irgendwann einkaufen gegangen bist, dann wurdest du von den Menschen, von den Passanten, die auch einkaufen wollten, angemacht, niedergemacht, angeschrien, fertig gemacht. Du wurdest ausgegrenzt, nur weil du dich in dem Fall nicht die irgendwelche Fremdstoffe, wie er jetzt auch sagt, nicht spritzen lassen wolltest. Das, was ja so schlimm war, war ja genau, was er gesagt hat, dass der Staat zu sehr
in das eigene private Leben somit auch eine Rolle spielen wollte und vor allen Dingen auch die körperliche Unversehrtheit nicht gewährleistet hat. Und die einzige Partei, die ja damals aktiv gegen so eine Impfpflicht war ja unter anderem die AfD. Und dementsprechend ist es ja auch gar kein Wunder, dass damals das ganze Corona-Thema für die AfD ein absoluter Gamechanger auch war. Ausschließen, hart polarisieren, immer härter, bis du am Ende jetzt an dem Punkt bist. Herr Kubicki hat jetzt einen entscheidenden Punkt, wenn wir den Osten verstehen wollen, hat Herr Kubicki einen entscheidenden Punkt gesagt. Corona ist der Megatrigger. Trigger gewesen, so ist es. Und ich weiß noch, als ich zugestimmt habe der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum Schutz der vulnerablen Gruppen, das war die Begründung, und begründet wurde es wird eingebettet in die allgemeine Impfpflicht. Also Corona war sozusagen der Nährboden für die AfD. Und welche Lösungen es jetzt geben könnte, da gehen wir jetzt drauf ein. Kubicki hat das gerade auch persönlich noch mal an seiner Geschichte festgemacht. Hatte das Gefühl, Friedrich Merz ist direkt der Nachfolger von irgendeinem miesen Nationalsozialisten. War das im Ton zu schrill? War das etwas, wo man auch sagen muss, das geht so nicht, wenn wir miteinander im Gespräch bleiben wollen? Es ist doch klar, mit wem man es da zu tun hat. Auf jeden Fall nicht mit einem Nazi. Bei Friedrich Merz? Ja. Ja, aber mit Nazis macht man nichts. Und deswegen aber kann ich sagen, macht man dann aus ihm einen Nazi, ist die Frage. Die Frage ist, ob man dort im Bundestag so reagiert, wie Heidi Reicheneck reagiert hat. Die jungen Leute haben genau das verstanden. Sie haben genau das verstanden. Und sie fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Und sie fühlen sich, Entschuldigung, nochmal, er geht in eine Abstimmung, die er nur gewinnen kann, wenn er die Stimmen der AfD einkalkuliert. Und da kann ich gut verstehen, dass Heidi, und da bin ich ihr dankbar, dass sie ihre Emotionalität gezeigt hat. Ob das meine Wortwahl gewesen wäre, spielt gar keine Rolle. Das war eine original authentische Wortwahl, die genau richtig war. Herr Kubicki sagt jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Hör genau hin. Es ist echt krass, weil wenn es so weitergeht, dann ist mehr als Arsch auf Grundeis. Mal, Linke, Grüne und SPD haben zusammen 35%. Nicht mehr und nicht weniger. Und die spannende Frage ist, wenn wir weiter so, ich sage es in allem Ernst, und das macht mir Riesensorge, wenn wir weiter so machen in unserem Kampf gegen die AfD, werden die stärker und nicht schwächer. Ja. Das ist das Problem. Wir müssen vielleicht intelligenter werden im Umgang damit und nicht so brüsk. Ich verstehe Ihre Position, Herr Ramelow, ich kann das gut nachvollziehen. Aber wir müssen eine Erklärung dafür finden, warum die seit 2021 sich verdoppelt haben. Und das hört nicht auf, glauben Sie mir das. Wenn wir jetzt in Berlin so weitermachen, wie es momentan aussieht, zwischen CDU und CSU und SPD, dass man Pflöcke einschlägt, die man nur mit einem riesen Gesichtsverlust wieder wegräumen kann, dann haben wir ein wirkliches Demokratieproblem bei den nächsten Wahlen. Das Heftige ist doch, wenn man gegen etwas ist. Wir leben in einer Welt der Polarisierung, der Gegensätze. Und dementsprechend, je mehr Fokus man auf so etwas legt, desto mehr wird diese AfD in dem Fall wachsen. Weil was passiert denn? Natürlich, auch schlechte Werbung ist Werbung für die AfD in dem Fall. Und dementsprechend sollte man nicht gegen etwas sein, auch nicht gegen Krieg, sondern für Frieden, damit man einfach mehr Energie in Frieden geht. Verstehst du, was ich meine? Prinzipiell an dem Beispiel der Corona-Aufarbeitung. Hätten wir die Corona-Aufarbeitung systematisch gemacht, hätten wir auch deutlich gemacht, dass wir über Fehler reden, über Fehleinschätzungen, auch über Fehlbewertungen, auch über Erkenntnisse, wo du hinterher schlauer bist. Keiner von uns hätte sich einen Zacken aus der Krone gebrochen. Sie rennen bei mir offene Türen ein. Wir konnten das in der Koalition. Und ich verstehe eine Bundesebene nicht, die das nicht macht. Und bei mir im Landtag haben sie gleich 2 Untersuchungsausschüsse. Einen hat die CDU, das BSW mit Unterstützung der CDU gemacht. Einen hat die AfD gemacht. Jetzt haben sie sich noch darauf verständigt, wie aus dem ein Untersuchungsausschuss wird, damit es nicht noch blamabler wird für die Öffentlichkeit. Und wir haben vorgelegt eine Enquete-Kommission. Enquete-Kommission heißt Aufarbeitung. Und ich bin dafür, aufzuarbeiten, systematisch, damit, falls wir wieder in so eine Situation kommen, wir ein besseres Handwerkszeug haben, bei dem wir gelassener damit umgehen. Aber auch denen, die Kritiker sind, entgegenkommen und sagen, wir wollen über eure Kritik reden. Mich würde der Blick nach vorne jetzt noch mal interessieren. Das ist nach vorne. Wenn Sie den nicht gehen, dann werden Sie mir einmal die Frage stellen, Herr Ramelow. Ja, aber das ist der Topos, der diese Landkarte so blau gemacht hat. Es ist die ganze Zeit eigentlich schon sehr schade gewesen, dass es nicht zu einem Untersuchungsausschuss gekommen ist, der an die große Glocke gehängt wird. Weil im Nachhinein, hast du auch sicherlich mitbekommen, ist einiges ans Licht gekommen. Und diese ganzen Maßnahmen
haben mehr geschadet als alles andere. Und natürlich müssten dann eigentlich Politiker, die damals in der Verantwortung waren, umgesetzt haben, diese ganzen Schwachsinnsmaßnahmen, diese müssten zurücktreten. Und die dürften nie wieder in irgendeine Führungsposition kommen. Also das finde ich ganz gravierend, ganz schlimm. Es muss aufgearbeitet werden. So oder so, dann kann man nämlich auch an die Ursachen der großen Probleme rangehen. Ich bin sehr auf deine Meinung dazu gespannt. Lass mir unbedingt deine Meinung in den Kommentaren da. Wenn dir das Video gefallen hat, lass spätestens jetzt einen Daumen nach oben da. Und vor allem Dingen, schau dir direkt jetzt das nächste Video an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ich verlinke es hier in Bezug auf den Friedrich Merz. Sein wahres Gesicht, was abgeht. Und das ist schon crazy. Dementsprechend schau dir jetzt direkt das nächste Video an und dann sehen wir uns gleich.